Servus, servus, grüß euch, mein Name ist Schaf und wir reden heute über dieses Ding hier. Eine BMW 1200 GS Adventure, oder? Ja, Adventure. Also ein gewöhnlicher Test bzw. Testbericht wird das jetzt sicher nicht. Ich habe nämlich überhaupt keine Vergleichswerte zu anderen Reise-Enduros. Also werde ich jetzt aus meiner ganz persönlichen Sicht versuchen zu vermitteln, wie sich eine solche GS für mich anfühlt. Und deswegen muss ich da am Anfang ganz kurz skizzieren, was für eine Art von Motorradfahrer ich eigentlich bin. So, das ist sehr nett, der lässt uns vorbei. Danke vielmals. Die Leute, die meinen Kanal verfolgen, die kennen mich ja. Ich fahre das 9. Jahr CB500 BC26. Ich kenne an und für sich kaum andere Motorräder als die CB500. Bin erst heuer seit diesem Jahr zum ersten Mal mehr andere Motorräder gefahren als mein eigenes, also andere Modelle. Ich bin das letzte Mal eine Tausender, eine sogenannte, also eine Maschine mit mehr als 1000 Kubik, bin ich das letzte Mal gefahren 2011, also ich meine jetzt anständig gefahren, sprich wo ich die Möglichkeit hatte ein bisschen Gas zu geben. Ja genau, das war das letzte Mal 2011 und das war de facto genau hier und die Maschine war eine Speed Triple. Ansonsten bin ich in der Zwischenzeit ein einziges Mal ein sogenanntes Literbike gefahren und das war eine Fireblade. Und das für ungefähr 10 Minuten bei weniger als 10 Grad Außentemperatur. Da ist also nicht besonders viel gegangen. Genauso wie ich wenig bis gar keine Erfahrung mit den großen Motorrädern habe, habe ich genauso gut keine Erfahrung mit solchen neuen Motorrädern. Sprich, in dieser GS ist drinnen ein semi-aktives Fahrwerk, Traktionskontrolle und. Ja, also auch das ist heute für mich eine Premiere. Ich sitze zum ersten Mal auf einem Motorrad, das solche elektronischen Fahrhilfen hat. Ja, also zusammengefasst, so gut wie keine Erfahrung mit Tausendern, so gut wie keine Erfahrung mit neuen Motorrädern, überhaupt keinen Vergleich zu Reise-Enduros. Ich bin in den letzten 9 Jahren CB500 gefahren, habe auf der CB übrigens alles gelernt, was ich jetzt auf solchen Motorrädern auch verwenden kann. Und in diesen 9 Jahren habe ich vor allem in den letzten 3 bis 4 dann relativ bewusst lernen können auf der CB, weil ich drauf gekommen bin, dass die CB ein ziemlich gutes Fahrschulmoped ist und nicht deswegen, weil es tatsächlich jahrelang von allen Fahrschulen verwendet worden ist, sondern weil ihre Fahrbarkeit auf eine gewisse Art und Weise einzigartig ist. Aber das darf ich jetzt nicht anfangen, das zu erläutern, weil sonst ist diese Straße hier zu Ende, bevor ich überhaupt anfange, über die GS zu sprechen. So. Sicherheitshalber mache ich das Visier jetzt zu, damit man mich besser verstehen kann. Das gefällt mir an und für sich nicht, weil wenn ich so gemütlich dahin gondel, dann ist es mir am liebsten, wenn ich das Visier offen habe und wenn ich die frische Luft und den Fahrtwind spüren kann. Ja, ich bin jetzt mit dieser GS gefahren, den halben Tag. Ich wollte euch jetzt eigentlich ein schnelles Onboard-Video aufnehmen, bin aber leider Gottes von den Streckenposten von der Straße verwiesen worden. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Ich meine, ich gebe zu, ich habe mich nicht ganz an die Geschwindigkeitsbeschränkung gehalten, aber ich habe sicher nur dort Gas gegeben, wo es auch ohne Probleme möglich ist. Ja, gut. Jedenfalls wurde mir jetzt mit einer Anzeige gedroht für den Fall, dass ich weitermache. Deswegen musste ich kurzfristig umdisponieren, das schnelle RAW-Video leider canceln, aber dafür habe ich mein Mikrofon in die GoPro gesteckt, um euch ein wenig was über das Motorrad zu erzählen. Dieser Test ist jetzt quasi dahingehend orientiert, dass ich herausfinden möchte, ob ich bei meiner heutigen Probefahrt, ob ich nachvollziehen kann, warum die BMW 1200er GS in Österreich, also ich glaube die normale GS und die Adventure gemeinsam, ist ja quasi dasselbe Motorrad. Ich möchte wissen, ob mir eine solche Testfahrt Aufschluss darüber geht, warum dieses Motorrad in Österreich so dermaßen beliebt ist und seit Jahren zu den meistverkauftesten Maschinen unseres Landes gehört. Ich bin ja durchaus bekannt dafür, immer etwas auf meine eigene Art und Weise zu machen. Deswegen werde ich jetzt sicherlich nicht künstlich die Spannung halten und bis zum Ende nicht verraten, ob ich jetzt nachvollziehen kann. Ja, Kollege, ein Blick in den Rückspiegel wäre auch nicht schlecht.
sondern ich kann euch diese Frage an und für sich gleich sofort an Ort und Stelle beantworten. Kann ich nachvollziehen, warum die BMW 1200 GS in Österreich ein so dermaßen beliebtes Motorrad ist? Ja, ich kann es nachvollziehen und ich muss zugeben, ich glaube, ich bin mehr als begeistert. Ich meine, man muss jetzt natürlich immer dazu erwähnen, dass, okay, ich habe keinen Vergleich und ich glaube, dass dieses an und für sich, dieses Konzept der Reise-Enduro, also einer Maschine, die doch ein bisschen an Bums hat, aber an und für sich darauf ausgelegt ist, dass man mit ihr möglichst lange gemütlich fahren kann. Ich habe mir schon gedacht, dass mir dieses Konzept vom Motorrad sehr zusagt, weil ich ja doch am liebsten auf Tour gehe, selbst mit meiner kleinen 500er CB. Ja, also das, was ich hier jetzt auf der BMW bis dato erlebe und spüre, das unterstreicht diesen Verdacht aber sowas von. Wenn man da so diskutiert mit den Motorradkollegen, warum könnte diese BMW GS so dermaßen beliebt sein, da gibt es dann Leute, die sagen, naja, wenn man damit einmal gefahren ist, also das ist so ein Motorrad, das schaut unglaublich groß aus, dürfte auch relativ viel wiegen, ich weiß nicht wie viel, aber das sagt ja jeder, wenn du damit fährst, dann spürst du das Gewicht überhaupt nicht. Und das ist wirklich so. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin so begeistert. Ich kann dieses Ding mit einer Leichtfüßigkeit bewegen. Hallo Marc. Ja, das ist der arme Marc, der muss jetzt quasi auf mich warten, weil ich da jetzt so gemütlich dahin gondel, um euch etwas zu erzählen. Ich traue mich wirklich, ich traue mich jetzt gar nicht mehr überholen. Ich habe Angst, dass dann nach mir geschossen wird oder so. Also die Fahrbarkeit dieses Motorrads ist für mich wirklich einmalig. Ich weiß nicht, ob ich so etwas sagen sollte, wenn ich keine Vergleichsmöglichkeiten kenne, aber ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, was mir an diesem Motorrad nicht passt. Ich meine, alleine die Tatsache, dass ich mich hier mit 2 Alukoffern bewege, die modisch schönste Lösung für Gepäck. Wie praktisch das ist, wenn ich da mein ganzes Kameraklumpert einfach reinpfeffern kann, ohne mir Sorgen machen zu müssen, wird das jetzt nass oder nicht, braucht es einen Regenschutz. Herrlich, wirklich. Aber, Entschuldigung, ich schweife schon wieder ab. Ich war gerade dabei, mit der Fahrbarkeit anzufangen. Also wie gesagt, ich bin total begeistert. Ich bin hin und weg von dieser Maschine, wie leicht sie sich fahren lässt. Ich habe mich da in der Früh draufgesetzt, einmal ein bisschen schlucken müssen, weil es schaut fast furchteinflößend aus, wenn man so wie ich ganz schmale und kleine Motorräder gewöhnt ist. Ich bin dann auf einem Parkplatz meine ersten 2 Runden damit gefahren und bei meinem ersten Einlenken habe ich sofort gemerkt, okay, oha, das lässt sich irgendwie relativ leicht hin und her werfen. Und das ist ja das, was ich immer so gern habe. Ich glaube, man sagt, eigentlich ist es ein kippeliges Verhalten, wenn eine Maschine ganz leicht von links nach rechts fällt, ohne dass man da jetzt einen starken Lenkimpuls gibt, beziehungsweise sonst irgendwelche Verrenkungen durchführen muss. Und weil ich halt auf der CB500 groß geworden bin, die schon sehr kippelig ist, ich mag das. Und ich habe mir gedacht, der Reise-Enduro wird sich wahrscheinlich so anfühlen. Sie fühlt sich wesentlich besser an, als was ich geglaubt hätte, weil ich das Gewicht einfach überhaupt nicht spüre. Und das hat mich wirklich überrascht. So, das ist jetzt ein schöner Stausee zu unserer Rechten. Gleich bekommen wir einen besseren Blick darauf. Ja. Bis zur Vertreibung aus dem Paradies konnte ich doch ein paar Mal zügiger den Berg auf und abfahren. Leider Gottes ist der Asphalt hier nicht wirklich vertrauenserweckend. Also es kommt darauf an, auf welcher Seite man sich befindet. Auf der einen Seite ist er wesentlich besser als auf der anderen. Hier zum Beispiel ist er auch gut, aber trotzdem schon etwas glatt geschliffen. Auf einen Tipp von einem Abonnenten hin habe ich das Motorrad von Anfang an in den Dynamic-Modus gegeben. Obwohl, nein, das ist nicht richtig. Ich bin die ersten 20 Minuten noch auf Standard und Normal gefahren. Also auf Motor-Modus Road und Fahrwerk, also ESA-Modus, das ist dieses dynamische Fahrwerk, war normal. Und dann habe ich quasi, sobald wir hier an dieser Straße angekommen sind, habe ich den dynamischen Modus gewählt, sowie den ESA-Modus Hard. Und das war definitiv die richtige Entscheidung, denn weicher dürfte die GS für mich nicht sein. Aber so wie sie jetzt halt hier funktioniert, vor allem mit diesem elektronischen Fahrwerk, das ist halt unglaublich, weil
ich merke nicht, wie dieses Fahrwerk arbeitet, aber ich merke, dass sich das Fahrwerk einfach in einer Tour so anfühlt, wie als ob es einfach perfekt auf mein Gewicht und auf meinen Fahrstil abgestimmt wäre. Jetzt hat dieses Motorrad dann natürlich noch so einen Spaß wie Tempomaten drinnen. Sowas kenne ich auch nicht. Ist ein Feature, das ich schmerzlich vermisse. Also ich bin noch kein großer Freund der elektronischen Helfer, aber einen Tempomaten, den hätte ich selber gern sogar auf meiner CB. Herrlich. Also wie gesagt, ich habe die Maschine ich fahre sie im Dynamic-Modus und im ESA-Modus Hard. Bin damit schneller unterwegs gewesen, daher auch meine Begeisterung. Das schnelle Fahren, das geht nicht nur, sondern es geht wahnsinnig gut und vor allem und wohl auch wegen dieser Leichtgängigkeit, zumindest für ihr Gewicht, mit dieser unglaublichen Leichtgängigkeit, ist es tatsächlich auch sehr, sehr einfach, die GS flott zu bewegen. Achso, wenn man auf die Bremse steigt, ist der Tempomat aus. Ja, das stimmt. Hoppala. Ich sage ja, ich kenne mich nicht aus mit diesen elektronischen Helferlein. Warte, geht das ein bisschen schneller? Ich habe leider Gottes noch nicht geschnallt, wie der Tempomat funktioniert. Aber schauen wir mal, vielleicht finde ich das noch heraus. Jetzt passt es mal wieder. Ich hatte nämlich so ein Ding, ich habe vor diesem heutigen Tag habe ich immer wieder gesagt, dass ich riesen Respekt vor GS-Fahrern habe, die ihre Motorräder ein bisschen schneller bewegen. Also einfach ein bisschen ambitionierter, so wie, ja, ihr wisst eh, was ich meine. Ich habe mir halt gedacht, dass das, ja, schwierig sein muss oder dass man da irgendwie dicke Eier braucht, weil alles, ja, weil es halt ein Reiseenduro ist und kein Sportmoped. Ja, also diesen Respekt, den ich da hatte, den habe ich dank diesem Erlebnis heute verloren. Weil jetzt weiß ich, wie gut und leicht es geht, mit einer großen GS wirklich flott zu fahren und das aber auch in ganz engen Spitzkehren, wo man eigentlich nur den ersten und den zweiten Gang verwendet. Und das Schöne ist ja dann eben auch, wenn da jetzt dann solche Schmähs eingebaut sind, wie die da zum Beispiel, der hat einen Quickshifter nach oben und nach unten. Man braucht sich nicht mehr ums Zwischengas kümmern. ABS-Bremse natürlich, das heißt, du ankerst vor der Kehre volle Wäsche. Das Heck fängt an, hin und her zu schwimmen. Also ich kenne das nicht. Ja. Wie gesagt, ich fahre bei einer CB 500, wenn da das Heck anfängt zu schwimmen, ich kriege einen Herzinfarkt. Das passiert mir nicht. Hier ist es mir von Anfang an quasi passiert. Das war jetzt auch übrigens ein Anstoßgrund, warum ich verwiesen worden bin. Mir hat ein Streckenposten nämlich gesagt, er hat gesehen, wie das Heck. Ja, und ich wollte eigentlich zu ihm sagen, naja, weißt du, wie sich das anfühlt auf dem Ding? Es fühlt sich nicht besonders spektakulär an, also es muss von außen wesentlich dramatischer ausschauen, als es sich für mich anfühlt, sagen wir es so. Dass ich auf der GS Spaß haben werde, das war mir relativ klar und zwar aus dem Grund, ich bin bis dato noch kein Motorrad gefahren, auf dem ich nicht Spaß hatte. Dass ich allerdings so mühelos, so flott fahren kann, das hat mich sehr wohl überrascht. Und es tut mir wahnsinnig leid, dass ich euch das jetzt nicht zeigen kann. Glücklicherweise wisst ihr eh, wie ich fahren kann, weil sonst wird das jetzt nach einer sehr, sehr billigen Ausrede klingen. Während ich jetzt auf meinen Haverer, den Mark, warte, werde ich da ein bisschen... das ist nämlich auch lustig, wenn man so eine Traktionskontrolle hat und die jetzt einfach im Schotter, im Straßenmodus benutzt. Da passiert dann nicht viel, wenn man Gas gibt. Weil ich kenne das ja nicht. Ich finde das wahnsinnig belustigend. Wenn man jetzt einfach, warte, ich zeige euch das kurz, da auf Schotter, schaut die rechte Hand an, wie viel Gas ich gebe und wie viel passiert. Ich meine, ich muss sagen, es kostet ein bisschen Überwindung beim ersten Mal, dass man das macht, aber na, sehr lustig. Ich bin noch nie Enduro oder im Gelände gefahren, deswegen scheiße ich mich da jetzt gerade ein bisschen an, aber man müsste die Maschine jetzt da quasi mit diesem Mode-Schalter, den ich auch noch nicht ganz begriffen habe, auf Enduro stellen. So, irgendwie lockt das dann auch ein, glaube ich. Na, so nicht. Oh ja, jetzt. Und dann lässt sie mehr zu, aber das traue ich mich tatsächlich nicht. Oh, ich weiß nicht, was da jetzt anders ist, wenn man jetzt Gas gibt. Ah ja, alles klar. Gut. Da kommt dann wieder Leben ins Heck. Ich mag das noch einmal kurz ausprobieren. Von Anfang an. Oh. Oh, interessant.
So, dann nutze ich die Zeit, lasse einfach den Helm auf. Es ist nämlich glücklicherweise überhaupt nicht heiß heute. Es hat, die BMW sagt mir, wie viel Grad es hat. Gut, ich weiß, das haben viele Motorräder ein Thermometer. 15 Grad, sehr angenehm in Wahrheit. Aber wenn der Asphalt nicht wirklich schön grippig ist, dann kommt leider nicht genug Temperatur zustande, dass man fest andrücken kann. Das ist für mich natürlich immer ein bisschen enttäuschend. Ja, so schaut eine GS Adventure aus. Gefällt mir sehr, sehr gut, diese bullige Front. Vor allem, ich denke mal, es muss wirklich lustig ausschauen, wenn man damit flott um die Ecke fährt. Reifen sind oben Michelin Anakin. Achso, schade. Ich habe mir schon gedacht, da sind Star Wars Fans bei Michelin zu Hause. Micheline, falls der ein oder andere Michelin nicht verstehen sollte. Ja, zu den Reifen kann ich nicht viel sagen, weil die Temperaturen nicht die höchsten und idealsten waren heute und ich habe tatsächlich, obwohl ich bitte einen minimal kurzen Touchdown mit der Fußraste hatte, das wird man auf der Kamera glaube ich nicht sehen, habe ich es nicht geschafft, da den Rand links und rechts wegzubekommen und der Reifen ist auch komplett flach in der Mitte, also da dürften relativ viele Leute, die sich dieses Ding ausborgen, dürften da irgendwie relativ viel damit geradeaus fahren. Anders verstehe ich nicht, wie ein solches Reifenbild zustande kommt. Also über den Reifen kann ich nicht urteilen, so wie der beieinander ist und bei diesen Temperaturen. Ja, dann haben wir da noch hier Dynamic ESA, was auch immer das heißt. ESA, was könnte das heißen? Electronic Stability Assistance. Na, wurscht, das interessiert mich eh nicht. Ja, also wie gesagt, da haben wir dann da dieses Fach. Wisst ihr, wie herrlich das ist, wenn man zu Mautstationen kommt, wo man zahlen muss und wenn man sich da ein bisschen Geld reinlegen kann? Super. Die Alukoffer, davon muss ich ja gar nicht mehr schwärmen. Ich habe da egal was, ich hau das Klumpert rein. Hat jetzt natürlich nichts mit BMW zu tun, sondern ein ordentliches Gepäcksystem ist einfach etwas Schönes. Na, Entschuldigung, es ist etwas Schierches, aber deswegen auch sehr praktisch. Schier ist praktisch, hat ein guter Kärntner Kollege von mir einmal gesagt, der auch übrigens sehr, sehr flott CB 500 gefahren ist und jetzt sehr, sehr flott BMW GS fährt. Ich kann verstehen, warum. Ja, ich hoffe nicht, dass es den Mark auf die Goschen gehauen hat, aber irgendwie vermisse ich ihn schon langsam. Ja, und was habe ich ihn jetzt eigentlich quasi als Technologie-Nackerbatzel, also was das Motorrad betrifft, was habe ich denn da jetzt eigentlich zu sagen? Entschuldigung, als ein Mensch, der noch nie oder so gut wie nie Motorräder gefahren ist, die irgendwelche elektronischen Systeme an Bord haben. Wie hat sich das angefühlt? Ich muss ehrlich gesagt gestehen, so aufregend war es gar nicht, weil ich aufgrund der Temperatur und weil ich es gewohnt bin, mit meinem Handgelenk zu dosieren, so oft hat dieses Traktionskontrollen-Lämpchen gar nicht geleuchtet. Beziehungsweise habe ich es eigentlich nur ein paar Mal so schön krachen lassen, dass es zum Beispiel in Schräglage beim Herausbeschleunigen angefangen hat zu leuchten. Ich meine, ich habe mir schon gedacht, dass es nicht so sein wird, aber die Vermutung hat sich jetzt bestätigt. Man kann halt am Scheitelpunkt, wenn es darum geht, die Maschine, also wenn es darum geht, wieder zu beschleunigen, kann man halt einfach wirklich so einschenken. Und ja, ich meine, es ist faszinierend, dass die Technik so gut geht und es ist auch klar, dass man damit im Endeffekt schneller wird, weil man selbst einfach nicht oder nur die allerwenigsten Menschen im Handgelenk ein solches Gefühl haben, dass sie quasi besser das Gas übers Handgelenk manuell regeln können, als die Elektronik das machen kann, weil die Elektronik kann ja im Tausendstel Sekundenbereich agieren, was wir, glaube ich, nicht ganz so toll können. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich mit solchen Fahrassistenzsystemen zumindest auf einer solchen Reiseenduro, die ich dann tatsächlich nur auf der Straße verwende, ich glaube, ich hätte meine Freude daran. Die Elektronik macht jetzt nicht deine Eier größer, weil den Kurveneingang, den kannst du immer noch komplett versauen. Und zum Beispiel hier, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was es heißt, ein Gefühl fürs Vorderrad zu haben, weil ich spüre irgendwie mein Motorrad immer als ein Ganzes, aber hier hatte ich irgendwie
weniger Gefühl fürs Vorderrad. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass da so ein unglaublich riesiger Verbau da ist und ich gar nichts sehe, oder ob es irgendwie die Geometrie des Ganzen ist. Also trotz Elektronik an Bord bin ich jetzt immer noch gefahren wie angeschissen, weil am Kurveneingang ein einklapperndes Vorderrad oder sowas, vor allem wenn der Asphalt ein bisschen ist, das fängt dir die Elektronik auch nicht ab. Also ja, ich sage mal, man kann mit diesen elektronischen Systemen kann man schon über sehr viele Unzulänglichkeiten fahrerische hinwegtäuschen, aber ich glaube, man muss trotzdem immer noch ein guter, talentierter und schneller Fahrer sein, um auch tatsächlich, nicht Blödsinn, um eben auch Motorrad. Ach, das war gerade vollkommen verkehrt. Na, also, was habe ich? Ich fange noch einmal neu an. Also auch mit diesen elektronischen Helferlein, wie gesagt, man kann über vieles hinwegtäuschen, aber wenn man damit dann richtig schnell unterwegs sein möchte, dann braucht man, glaube ich, immer noch ein gewisses Talent dazu. So viel zu diesem Thema elektronische Helferlein, so wie ich das jetzt in diesem Motorrad erlebt habe. Ich weiß ja nicht, wie ausgereift die Technik von BMW ist. Ich gehe mal davon aus, dass sie ziemlich ausgereift ist. Also macht wirklich Spaß, aber ich bin wahnsinnig dankbar tatsächlich, dass ich auf meiner CB500 gelernt habe, weil ich sage jetzt mal so, ich möchte nicht unbedingt wissen, was es für die Fahrzeugbeherrschung des Einzelnen bedeutet, wenn in ein paar Jahren auch die Fahrschüler von Anfang an mit solchen Motorrädern lernen werden. Ich meine jetzt nicht mit solchen, aber sicher wird es so weit kommen, dass auch Einsteigermotorräder mit Elektronik versorgt werden, weil sobald ein Ride-by-Wire verbaut wird, quasi ein elektronisches Gas, dann ist es eigentlich überhaupt kein Aufwand mehr, auch eine Traktionskontrolle bzw. Fahrmodi einzubauen. Früher oder später, meiner Meinung nach, werden alle Maschinen mit elektronischen Systemen ausgestattet sein. Und ich bin einfach nur froh um die Tatsache, dass ich meine heißeste Zeit, also die ersten paar Jahre, dass ich da keinerlei Assistenzsysteme, vor allem auch kein ABS oder so etwas hatte, weil ich jetzt halt einfach ein ganz anderes Gespür für Bremsdruck, für Beschleunigung und habe. Na, da ist er ja. Also das ist jetzt wirklich spannend, jetzt denke ich mir sofort, hoppala, warum schaukelt die Fuhre so? Sehe ich, dass ich Trottel noch im Enduro-Modus bin? Das heißt, ich versuche jetzt hier wieder den anderen Modus einzuloggen. Ich weiß aber nicht, ich weiß nicht, wie man hier eine Eingabe bestätigt. Das ist ein bisschen ein Problem. Ich lasse da währenddessen den Marc vorbei. Muss ich da stehen bleiben oder ich weiß es nicht. Ich probiere es mal. So, ich stehe. Ich habe Dynamik ausgewählt, aber es steht noch Enduro da. Manchmal wird es sich wirklich auszahlen, wenn man in die Betriebsanleitung schaut. So, jetzt hat es funktioniert. Aber das finde ich dann schon auch spannend. Also da hat man diesen Modus umgestellt und ich fahre zwei ganz gemütliche, langsame Kurven und merke sofort, da ist alles anders. Also, dass diese elektronischen Helferlein bzw. diese Fahrmodi, dass die auch tatsächlich etwas bewirken, ich glaube, das kann keiner bestreiten. Das muss ich nochmal machen, weil es so leiwand ist. Wenn man eine GS anstartet, dann spürt man richtig am Anfang, wie es zack. Ja, was könnte noch relevant sein, was die Fahrbarkeit betrifft? Wie gesagt, Quickshifter rauf, runter, funktioniert wunderbar, funktioniert richtig gut. Die Bremsen, für mich gefühlt wäre die Bremse ein bisschen zu schwach, allerdings das auch nur wahrscheinlich, weil ich wiederum von den kleinen Maschinen komme und wenn ein Motorrad einfach mal, ja, keine Ahnung, 60, 70 Kilo weniger wiegt, dann bremst das natürlich auch ganz anders. Mir ist hier noch aufgefallen, dass das ABS gefühlt relativ schnell, und zwar so, dass es relativ früh zu spüren ist, aber andererseits denke ich mir, das, was dieses Strom wiegen muss, ich werde es jetzt an dieser Stelle mal kurz einblenden, wenn ich es zu Hause nachgeschaut habe, dafür bremst die GS sehr ordentlich, ist hinter mir ist nichts, da kann ich noch einmal kurz einen Test machen, jetzt werde ich auch einkuppeln und mit 2 Fingern bremsen. Naja, das geht schon. Kann man mit dem dritten Gang wegfahren? Ja, mit dem dritten Gang kann man wegfahren. Schaut euch das an. Ha, ha, ha. Herrlich. Was für ein leibender Berg. Und zur Bremse, vor allem die Tatsache, dass man mit dem Ding auch so viel Spaß haben kann. Das heißt wirklich, dass da das Heck ein bisschen unruhig wird.
wenn man ein bisschen fester reingreift. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bremse sehr, sehr ordentlich ist und dass andere Reiseenduros da nicht wesentlich anders oder schärfer zubeißen werden, als es die GS tut. In üblicher Manier habe ich jetzt unfassbar lang und unfassbar viel geredet. An diesem Punkt kann ich zum Motorrad selbst aber, glaube ich, nichts Nennenswertes oder Erwähnenswertes mehr von mir geben. Es tut mir wahnsinnig leid, dass das mit dem Onboard-Video nichts geworden ist. Theoretisch könnte man sich sowas in Wien ja auch ausborgen, aber das ist dann halt, ja, ein bisschen gesalzen. Ich selbst zumindest kann jetzt wieder ein Item von meiner ewigen Motorrad-To-Do-Liste streichen, und zwar BMW 1200 GS Probe fahren. Ich kann ab sofort jeden GS-Fahrer vollkommen verstehen und bin leider Gottes ab sofort um 3 bis 4 Ecken neidischer, wenn ich in Zukunft eine GS sehe. Und das ist ein bisschen ein Problem, weil in Österreich sieht man sehr viele GS. Zum Abschluss jetzt noch einmal kurz Gas gegeben. Ja. Und das da hinten war jetzt übrigens, am Video wird man das gar nicht mitbekommen, außer die wahren Experten, die hätten nämlich gesehen, dass ich in der ersten Rechtskurve eine ziemlich beschissene Linie gefahren bin. Ich bin da jetzt nämlich tatsächlich für mein Gefühl zu schnell in die Kurve, habe die Kurve unterschätzt und musste daher verzögern ein wenig. Von der CB500 bin ich es gewöhnt, dass ich in Schräglage vorne bremse, ohne dass großartig etwas passiert. Abgesehen davon, dass das Motorrad tatsächlich langsamer wird. Ich habe jetzt einfach mal in Schräglage mit der GS gebremst bei höherer Geschwindigkeit, das habe ich den ganzen Tag noch nicht getan. Ja. Man hat eh gesehen, was passiert ist. Nichts Negatives. Also wie gesagt, sehr, sehr einfach zu fahren. Dieses optisch große Ungetüm. Insofern ist mir auch relativ klar, warum sich dieses Motorrad dann auch so leicht verkaufen lässt, weil wenn da der klassische Midlife-Crisis-Besitzer den Laden betritt und auf der Suche nach einem, sagen wir mal, Allround-Motorrad ist, der Verkäufer wird dann sagen, weil sie ja doch so viel kostet und das den Verkäufer freuen wird, wenn er sie los wird, wird er gleich einmal sagen, na, schauen Sie sich doch einmal die GS an, und dann wird ein jeder im ersten Schock sagen, um Gottes Willen, das wäre viel zu groß, viel zu schwer. Dann wird der Verkäufer sagen, na, fahren Sie es einmal Probe und schauen, wie sich das Ding anfühlt. Sie werden nicht glauben, wie leicht sie zu bewegen ist. Dann wird sich dieser Midlife-Crisis-Besitzer auf das Motorrad setzen, damit Probe fahren, dann wird er genau das gleiche Aha-Erlebnis haben wie ich heute und er wird sich dieses Motorrad kaufen. Natürlich würde ich, bevor ich mir jetzt irgendwann einmal später eine GS kaufe, muss ich natürlich auch noch die diversen anderen Produkte der Konkurrenz ausprobieren, wie KTM Adventure, die großen Triumph Tiger etc. ausprobieren, weil man nie wissen kann, was einem dann wirklich am meisten taugt. Aber trotzdem kann ich ab dem heutigen Tag behaupten, ja, ich hätte gerne eine 1200er GS zu Hause in meiner, jetzt wollte ich schon Garage sagen, dabei ist es ein Abstellschuppen. Ab dem heutigen Tag, nein, Entschuldigung, seit dem heutigen Tag hätte ich in meinem Abstellschuppen gerne eine 1200er BMW GS stehen. Also wie gesagt, die Konkurrenz der Reiseenduros, die müsste man natürlich auch alle ausprobieren. Mir ging es einmal nur um die BMW GS, weil sie eben ein unglaublich beliebtes Motorrad in Österreich ist, auch in Deutschland natürlich, beziehungsweise ich glaube in ganz Europa. Und deswegen wollte ich selber einfach unbedingt einmal wissen, wie sich das Ganze anfühlt. Es fühlt sich sehr, sehr gut an und es macht sehr, 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 sehr viel Spaß damit zu fahren, auch in flotterer Gangart.